Hallo, mein lieber Krebs, und natürlich auch ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Krebs, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir machen heute eine Spezialkartenlegung, und zwar schauen wir uns heute den Aszendenten im Sternzeichen Krebs an. Das heißt, heute geht es wirklich um den Aszendenten. Und warum schauen wir uns den Aszendenten an? Weil ich finde ihn auch ganz, ganz spannend, weil hierbei geht es um unsere inneren Themen. Das heißt, es geht um unsere innere Seelenaufgabe, Lebensaufgaben, Seelenweg oder wie du dem sagen möchtest. Wir haben ja einen äußeren Seelenplan, also äußere Aufgaben, wie zum Beispiel die Berufung finden, gehört zum äußeren Lebensplan. Und da gibt es eben den inneren Lebensplan. Was möchte die Seele erfahren? Und der Aszendent gehört eben auch dazu, zu dieser inneren Reise. Und ich finde es eben auch spannend, weil diese innere Reise ist eben sehr, sehr wichtig und wird oft nicht angesehen. Weil wenn du dich dieser Reise nicht annimmst, zeigt sich das natürlich in deinem Leben. Kann sich dann in der Liebe zeigen, beim Thema Beruf, wo auch immer. Das ist dann wie ein Spiegelbild, oder? Was du im Inneren erfährst und erlebst und empfindest, zeigt sich dann im Außen. Und dann finde ich das Thema ganz, ganz spannend. Wir schauen da auch ein bisschen rein, was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen, für deinen persönlichen Seelenweg, wo darfst du hinschauen, was sind die möglichen Blockaden, die aktuell da sind oder kommen könnten. Lieber Krebs, wie immer, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört und biege nichts zurecht. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch, lieber Krebs. Dein Seelenweg, deine innere Reise, deine Aufgaben. Was solltest du wissen? Was kann dich unterstützen? Was solltest du hören, lieber Krebs? Wir haben Flexibilität, also ein bisschen die Energie der Bewegung liegt da. Und heiliger Vertrag. Oha, das ist jetzt spannend. Lieber Krebs, kann sein, dass ein Seelenvertrag bald kommt. Oder wir haben ja verschiedene Seelenverträge, wo wir ausmachen, hey, wenn ich das und das erreicht habe und du das und das, werden wir uns begegnen und uns gemeinsam den nächsten Aufgaben stellen oder uns die und die Erfahrungen schenken. Und es scheint so, als wäre hier etwas am Kommen. Also hier kommt ein Seelenvertrag, eine Seelenaufgabe. Ganz wichtig, es muss nicht mit Liebe zu tun haben. Wir haben ja auch Seelenverträge mit unseren Eltern oder Geschwistern zum Beispiel. Und es kommt einfach ein Vertrag, eine Erfahrung, ein Seelenvertrag, kommt auf dich zu. Je feinfühliger du bist, kann sein, dass du das schon vorher fühlst, oder dass du fühlst, dass etwas in diesem Jahr jetzt noch kommen möchte, dass wie etwas in der Luft ist. Das sind oft Zeichen, dass wichtige Wendungen kommen oder Situationen oder eben Begegnungen, die in deinem Lebensweg verankert sind. Und es kommt zu etwas, sehe ich, eventuell könnte es auch um das Thema Veränderung oder Flexibilität gehen, vor allem wenn du eher ein Mensch bist, wo starren Strukturen folgt oder wo vielleicht auch ängstlich ist für Veränderungen, kann es sein, dass genau dieser Seelenvertrag dich dazu auffordert, in die Veränderung zu gehen. Also hier ganz, ganz spannend, bleib einfach mal offen, was da kommt. Und es hat etwas mit deinen inneren Aufgaben zu tun, die Erfahrung, die du dann darin machst und die Lernfelder, die darin dann aktiviert werden. Schauen wir mal, was ist denn dein Hauptthema, lieber Krebs? Der hohe Priester, es könnte um das Thema Beziehung gehen. Oder es könnte auch um Weisheit gehen, jetzt endlich Wissen erlangen oder Weisheit erlangen oder anwenden. Es kann auch natürlich ein Vertrag sein, wie dass du dich jetzt dazu entscheidest, eine Weisheit zu lehren, etwas Neues zu lernen, vielleicht auch im spirituellen Bereich, was auch immer. Und dass diese Erfahrung für die Veränderung eben
zu deinen Aufgaben gehört. Es kann aber auch um Beziehung gehen, dass hier das Thema Beziehung kommt, vor allem wenn du das Gefühl hast, es ist so ein bisschen dein Lebensthema. Könnte ein Vertrag kommen, wo es um dieses Thema geht. Und hierbei geht es auch darum, dass du offen bist. Offenheit. Dass du bereit bist zu empfangen. Du kannst nicht Liebe wünschen, aber um dein Herz eine Mauer haben. Das wird ein bisschen schwierig. Und das ist ja oft das Problem, oder? Dass wir uns nicht mehr getrauen zu empfangen. Es kann sein, dass es darum geht. Muss nicht sein, es kann auch darum sein, dass du mehr an deine Fähigkeiten glaubst. Aber schauen wir mal. Auch Stierenergie. Also wenn du Stier bist, könnte es noch stärker sein, das Thema. Und Widder haben wir auch hier liegen. Widderenergie und Stier. Also wenn du Stier- oder Widderplatzierungen hast oder Sternzeichen Stier oder Widder bist, ist das umso ein größeres Thema. Aber ich sehe, dass hier etwas Neues erschafft werden möchte. Schauen wir mal, was ist denn die größte Blockade, lieber Krebs? Schon wieder 9 der Stäbe. Das ist ein größtes Hindernis, im Vertrauen zu sein und zu empfangen. Im Vertrauen zu sein und Wissen vielleicht anzuwenden oder zu zeigen oder eben Menschen in dein Herz zu lassen. Und ganz wichtig, ich sehe das immer wieder, viele meinen, wenn man ein offenes Herz hat, dass man da Ja und Amen sagt und dass da einfach die Tür immer offen ist für alle, die kommen wollen. Nein, ist nicht so. Ein offenes Herz haben heißt, dass du dir selbst als erstes am nächsten bist, dass du zu dir schaust und du entscheidest mit offenem Herzen, wo sind deine Grenzen, wo sagst du Nein, wo sagst du Ja, und du sagst das mit einem aus dem Herzen heraus und dann gibt es keine Zweifel, kein Grübeln, kein Hinterfragen, sondern du triffst Entscheidungen für dich, für dein Wohlergehen, weil du hast erkannt, dass dein Herz auch wichtig ist. Das ist das offene Herz, oder? Man kann dann immer noch Nein sagen. Da ist nicht einfach ein Freifahrtschein für alle. Also viele meinen das, finde ich ganz komisch, dass man das denkt. Das ist ein Glaubenssatz bei ganz vielen. Hat nichts damit zu tun, gar nichts. Wenn man das Gefühl hat, ich bin ja offen im Herzen und ich wurde so oft enttäuscht und dann kann das sein, dass man vielleicht eher so ein bisschen in der Energie der Verzweiflung ist, in der Erwartungen, dass man immer klammert, also dass man an Erwartungen und Hoffnung klammert, aber Dinge nicht aus dem Herzen her angeht. Das heißt, man entscheidet dann aus der Angst heraus, Angst, dass das Gegenüber vielleicht einem verlässt, Angst, dass etwas schief geht. Dann ist eher das die Intention. Schauen wir mal, warum 9 der Stäbe, Krebs? Ja, hier kommt eine Chance für Transformation, aber es wird dir ein bisschen schwer fallen, sehe ich wahrscheinlich. Du bist ein bisschen herausgefordert. Herausgefordert, Veränderungen jetzt anzugehen. Und nicht in deiner Bubble oder deiner Komfortzone stehen zu bleiben. Was kommt sonst noch auf dich zu, lieber Krebs? Der Stern Wassermann-Energie. Also auch hier, wenn du das Sternzeichen Wassermann hast, Widder wird ganz stark angezeigt. Also Stier, Widder, Wassermann wird ganz stark angezeigt. Die betrifft es umso mehr. Also wir haben hier wirklich, es zeigt sich dir eigentlich ein Wunsch oder es kann sein, dass sich entweder ein neuer Wunsch zeigt, eine neue Chance oder es könnte auch sein, dass hier eine Chance kommt, dass ein Wunsch in Erfüllung gehen kann. Und ich habe das Gefühl, es hat auch etwas mit energetischen Heilung zu tun. So ein bisschen wie Balsam für die Seele erlangen, wenn man das angeht natürlich. Auch eine Chance, dass man seine Einzigartigkeit schätzt und lebt. Ich sehe aber auch, dass hier eine kopflastige Energie ist, also dass man hier ganz genau überlegt, strategisch vor allem. Will ich, soll ich, ist das sicher, ja, nein. Und die Chance aber für Vertrauen liegt schon da, also lieber Krebs, die Chance für Vertrauen und für ins Erschaffen gehen, was auch immer das ist, liegt da. Der Stern.
Ja, ich sehe, dass hier eine Art Schlussstrich kommt. Vielleicht geht es auch darum, dass du dich nicht mehr klein halten möchtest, dass du mehr dich jetzt auch selbst siehst oder deine Visionen klarer sehen möchtest. Also hier Chance, dass du eben eine Vision klarer siehst. Und das ist immer ein gutes Omen, weil wenn du eine Vision klar siehst, kann sie auch wahr werden. Eventuell geht es auch um das Thema Geld oder Selbstständigkeit. Es geht einfach ganz stark um das Thema Freiheit, vielleicht Angst, die Freiheit zu verlieren. Ganz wichtig, da ein bisschen aufpassen. Also wenn du jetzt sagst, ja, wenn ich in eine Beziehung komme, dann bin ich nicht mehr frei, dann kann ich nicht mehr machen, was ich will. Das ist die Selbstsabotage, also das ist die Stimme der Angst. Du kannst dich noch selbst anlügen. Wenn du einen Partner hast, der wirklich zu dir gehört, dann wirst du nicht das Gefühl haben von Mauern. Dann wirst du das Gefühl haben von alles ist möglich. Glaube mir, ich hatte beides schon, also hatte auch schon eine Beziehung, wo ich mich wie im Käfig gefühlt habe. Und jetzt das pure Gegenteil, jetzt eher alles ist möglich. Also wenn du den richtigen Partner hast, dann wirst du Flügel bekommen. Wenn du den falschen Partner hast, dann wirst du in ein Gefängnis gesteckt. Jetzt metaphorisch gesprochen, ich habe es jetzt extra übertrieben gesagt. Und es könnte sein, dass solche Glaubenssätze hochkommen. Schauen wir mal. Das Gleiche auch beim Beruf natürlich. Die Kraft, ja, ganz große Chance, dass du Vertrauen bekommst, dass du in deine Kraft kommst. Sehr, sehr gut. Es kann auch sein, dass dich jemand unterstützt. Kann eben dieser Seelenvertrag sein, muss nicht. Aber große Chance auch für, dass man die Kraft hat, vielleicht jetzt sein eigenes Ding zu machen, seiner Berufung zu folgen oder deine Berufung leben, auch wenn das zum äußeren Lebensplan gehört, kann auch sein, dass das zu deinem inneren Lebensplan gehört. Also das schließt nicht aus, einander nicht aus, ganz, ganz wichtig. Und hier kann es eben auch um das Thema Berufung leben gehen oder mehr Selbstvertrauen zu erlangen. Nehmen wir noch eine, lieber Krebs. Also wir haben hier Löwe-Energie auch noch vertreten. Ja, aber hier kommt die Selbstsabotage. Da ein bisschen aufpassen, welche Ausreden erzählst du dir oder welche Limitierungen erzählen dir andere Menschen. Oder es kann sein, dass du vielleicht Träume hast und das jemandem erzählst und dann kommt schon, ja, das geht doch nicht, das ist unsicher, so und so und so. Erkenne das, welche Verbindungen sind wie Prüfungen, ob du dir treu bleibst und welche Verbindungen unterstützen dich wirklich. Und die Verbindungen, die dich prüfen, ob du dir treu bleibst, löse dich davon oder erzähle nichts von deinen Träumen, ist einfach mein Rat. Weil hier könnte das Thema Geld und Unsicherheit kommen. Bekomme ich genug? Reicht das Geld? Vielleicht auch Existenzängste. Wenn es um Thema Partnerschaft geht, könnte auch das Thema Gleichgewicht sein. Ja, ich habe doch keine Zeit und so und jenes. Können auch solche Themen kommen, aber es ist eher die Stimme der Angst. Die Stimme der Angst, die dich sabotiert, dir treu zu sein, deinen Wünschen, Träume. Ganz, ganz wichtig. Was ist der Rat, lieber Krebs? Wo darfst du vielleicht noch auch hinschauen oder was solltest du ein bisschen angehen? Zeichen mehr wahrnehmen. Nimm Zeichen oder Wiederholungen in deinem Leben mehr wahr. Wenn sich Dinge wiederholen, das passiert nicht einfach so zum Spaß, das passiert oft, weil das ist oft ein Zeichen, dass irgendwo eine Veränderung oder eine Art Entwicklung stattfinden muss. Und schau da genau hin, was zeigt mir diese Situation, was ist meine Lernaufgabe, wo darf ich vielleicht ein bisschen mehr wachsen oder mich verändern. Nimm Zeichen wahr. Nimm Zeichen wahr, wohin dich das Universum führt. Was liegt im Schatten, wo hast du vielleicht zu wenig ein Auge drauf? Darfst du mehr hinschauen? Ja, die Sabotage. Also hier ganz wichtig, nicht alle Menschen, lieber Krebs, werden dich verstehen. Nicht alle Menschen werden dir applaudieren. Und lass dich davon nicht
beirren. Lass dich nicht klein machen und, ganz, ganz wichtig, sabotiere nicht selbst dein Glück. Erfinde keine Ausreden. Getrau dich, weil manchmal haben wir auch Angst, das Glück anzunehmen, obwohl das paradox klingt, oder? Auf der einen Seite wünschen wir uns was, aber wir haben Angst, das zu versuchen, weil wir wissen ja nicht, wie die Ausgangslage ist, weil jeder Mensch ja einen freien Willen hat. Also sabotiere dich nicht selbst und lass dich nicht sabotieren, also erkenne Sabotage bei dir selbst und im Außen. Ja, mein lieber Krebs, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.